Es geht doch nichts über eine gute Nachbarschaft und so haben wir hier von dem Liebesbrief der Polizei bereits in unserem Urlaub erfahren. Also in Paraguay, wenn man gute Nachbarn hat, dann kann man das Haus auch ab und zu mal alleine lassen. Und wie ihr seht, selbst wenn die Polizei mal kurz irgendwas ans Tor klebt, wird das sofort fotografisch festgehalten. Aber auch so ist dieses Barrio hier ganz gut mit Kameras ausgestattet, so dass nichts passieren kann. Dieser Brief bedeutet jetzt für uns natürlich unangenehme Arbeit und ich fange jetzt erstmal an mit dem Abbau der Hundehütte. Dafür habe ich schon alles vorbereitet, habe mir ein bisschen Werkzeug parat gelegt und ich will gleich am Anfang mal Werbung machen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten uns hier Werkzeug gekauft. Wir hatten auch Makita-Sachen dann gekauft, weil alle mal sagen, ja, es gibt alles in Paraguay. Das stimmt schon. Die Qualität stimmt aber leider nicht. Uns wurde gesagt, die Makita-Sachen hier zum Beispiel, die werden in Brasilien gefertigt und die für Deutschland in Vietnam. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir haben die meisten Makita-Sachen ja wieder weggetan und haben uns jetzt zum Beispiel beim Akkuschrauber, nachdem 2 Stück schon kaputt gegangen sind, einen guten gekauft. Dewalt, das bekommt man hier in Paraguay und das ist hier qualitativ hochwertig. Viele Menschen, die Betriebe haben, benutzen das. Aber falls ihr noch auf dem Weg nach Paraguay seid, kann ich euch nur empfehlen, das in Deutschland zu kaufen, denn da war wäre der Akkuschrauber 100 € billiger gewesen. Also wir haben so ein Paket gekauft. Ich verlinke euch unten mal ein paar Sachen in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch die Sachen mitbringen oder irgendwelche anderen Markengeräte mitbringen. Obwohl Hilti gibt es jetzt bei uns auch in allen möglichen Werkzeugvarianten zu kaufen. Da könnte man sicherlich dann auch noch mal gutes Werkzeug kaufen. Aber es ist hier deutlich teurer, denke ich mal, als wenn ihr es direkt von Deutschland aus mitbringt. Also falls ihr nach Paraguay auswandern wollt, bringt euch gutes Werkzeug mit dem ich jetzt hier zum Beispiel die Hundehütte auseinanderbaue, denn die wird hier bei uns nicht mehr gebraucht. Danach werde ich anfangen, hier unseren Unterstand, Sarah nennt es auch gerne Schandfleck, zu entfernen. Ich stehe jetzt hier, glaube ich, ein bisschen ungünstig mit den Lichtverhältnissen, aber ich führe euch einfach mal generell hier über den hinteren Bereich. Das sind 2 Lote, einmal 400 und nochmal 400 Quadratmeter. Und hier, das ganze Ding haben wir eigentlich provisorisch nur aufgebaut, um, da wie ihr seht, unseren ganzen Baukrempel zu lagern. Den werde ich jetzt abbauen, denn dieser Schandfleck, wie ihn Sarah so gerne nennt, der ist für die Gemeinde Philadelphia ein Gebäude und der hätte einen Bauplan gebraucht und eine Genehmigung. Das haben wir nicht gemacht, weil wir wollten den ja eben nur kurz mal hinstellen, um da unser Baumaterial vor Regen und Sonne zu schützen oder dass ich mal hier auf meinem Schweißtisch da ein bisschen im Schatten arbeiten kann. So viel dazu. In den ganzen 1000 Telegram- und Facebook-Gruppen, da könnt ihr ja ständig lesen in Paraguay. Das wäre ja so ein Paradies, da würde es keine Bürokratie geben, da würde es keine Bauvorschriften geben. Lasst euch von diesen ganzen Phrasen, die jetzt irgendwo Halbwahrheiten sind, es ist ja nicht ganz gelogen, nicht täuschen. Informiert euch vorher reichlich. Mir ist das ja jetzt egal, ich baue das Ding ab. Wir brauchen das so oder so nicht mehr, denn bei uns wird sich ja einiges ändern. Aber wenn ihr in Paraguay ankommt, dann schaut in eurer Gemeinde, brauche ich eine Baugenehmigung, brauche ich eine Zeichnung vom Architekten, brauche ich eine Statik. Das kann euch alles passieren, denn da gibt es die verschiedensten Vorschriften und na klar, dann heißt es immer so schön, mit Geld kann man alles regeln. Aber wollt ihr in die Spirale hineinkommen, wo ihr dann das Ganze immer wieder mit Korruption regelt und dann am Ende vielleicht sogar erpressbar seid, wenn dann die Beamten kommen und sagen, ja, ist ja alles schön und gut, dass du bezahlt hast, aber jetzt wird die nächste Bestechungsrate fällig. Ansonsten ja, kriegst du das halt wieder aufs Brot geschmiert und musst es abbauen im schlimmsten Fall. Sicherlich kann man da auch alles regeln und da gibt es auch sicherlich viele, die das über Jahrzehnte schon machen. Sarah und ich, wir haben das immer alles ganz gerne so geregelt, dass das auch alles rechtlich einwandfrei ist mit den dementsprechenden Genehmigungen und so weiter und so fort. Das war jetzt hier bei dem Baumaterial eine Ausnahme. Aber die Ausnahme, die werden wir oder ich jetzt beseitigen. Aber ich führe euch jetzt trotzdem noch mal rum, was hier alles so passieren wird. Denn hier sieht man gleich 2 Projekte auf einen Haufen. Das sind ja die anderen Reste. Das große Dach hinter mir, das hätten wir ja noch größer bauen können. Das werden wir jetzt verkaufen, genauso wie das Dach. Dann haben wir hier schon die
Armierungsgitter für die Bodenplatte, denn da vorne werden wir ja jetzt noch ein kleines Haus bauen, das wir dann entweder vermieten oder verkaufen werden. Darunter steht mein Anhängerprojekt, da werde ich dann noch einen funktionstüchtigen Anhänger draus bauen. Und hier liegt der Maschendraht für unsere Grundstücke da hinten. Da haben wir schon angefangen mit dem Einzäunen. Wir haben das auch gefilmt, also da kommt dann auch irgendwann noch mal ein Video zu raus. Und jetzt der nächste Schock oder besser gesagt die nächste negative Überraschung. Wir hatten hier schon angefangen, unser Loch für die Abwassergrube auszuheben, und da es einen richtig großen Regen gab, hat das Loch oder besser gesagt die Seitenwände etwas nachgegeben und sind eingesackt. Da müssen wir mal gucken, ob wir das Ding dann einfach ein bisschen breiter machen und dafür nicht so tief. Egal. So, dann hier liegen unsere Steine für das Mietshaus. Und das kommt halt dahin, da muss der große Flaschenbaum noch mal weg. Ja, schade, wir haben ihn gerettet. Und jetzt muss er trotzdem wieder raus, aber wir gucken mal, dass wir für ihn auf unserem großen Grundstück dann noch mal einen Platz finden, dass wir ihn jetzt nicht unnötig, ja, irgendwie, keine Ahnung, zu Feuerholz, naja, Flaschenbaum brennt auch nicht so gut, verarbeiten müssen. Ja, so viel dazu. Da oben habe ich ja das Papageiennest weggemacht, da sind ja jetzt so ein paar Flatterbänder da, damit die auch gar nicht mehr weiter da oder nochmals versuchen anzubauen. Und hier nochmal das Dach. Gleich seht ihr es dann, wenn es abgebaut ist. Wir sind im Plan ein bisschen zurück. Gestern haben wir dann nur geschafft, die Hundehütte abzubauen und die Hundecouch abzubauen, damit wir hier ein bisschen mehr Platz schaffen. Den Platz haben wir dann auch gleich schon zugestellt hier mit lauter Sachen, die unter dem Dach standen. Hier liegt ja so oder so unser Eisen rum. Sarahs Tisch müssen wir auch noch loswerden. Und so sieht es dann jetzt hier aktuell unter dem Dach aus. Wir haben jetzt hier schon eine Ecke gut frei gemacht. Wir werden dann hier anfangen, die Bleche abzubauen, werden uns dann darüber arbeiten und dann nach und nach alles Zeugs dann immer hin und her und weiter aufräumen. Wir müssen halt jetzt nur Gas geben, weil auch heute, ja, so mittags rum wieder Sturm angesagt ist oder starker Wind, und dann ist natürlich doof, mit den Blechen zu arbeiten. Ja, hier ist unser Tiefbauexperte, der Tuko, unser neuer Hund. Ich weiß gar nicht, ob den schon alle kennen. Der buddelt hier ganz schöne Löcher. Der ist irgendwie sogar beim Buddeln noch besser drauf als Nala und Simba. Naja, aber solange er hier hinten buddelt und Sarah nicht den schönen Rasen kaputt macht, geht das ja alles. So, dann fangen wir an. Wie ihr seht, das Dach ist jetzt abgebaut. Wir haben hier ein bisschen aufgeräumt und am Ende, muss ich sagen, bin ich der Stadtverwaltung von Philadelphia sehr dankbar, dass die uns sozusagen dazu gedrängt haben, dieses Dach abzubauen. Denn wir haben dann mal durchgeschaut, was haben wir alles so für Sachen. Natürlich viel zu viel, die wir überhaupt gar nicht mehr brauchen. Deswegen haben wir schon angefangen, einige Sachen zu verkaufen. Dann haben wir da hinten noch hier diese große Schaumplatte, die rumlag, haben wir da eingebaut, so ein bisschen als Wetterschutz, Wind- und Regenschutz, weil von der Südseite hier ist die Wetterseite, da kommt öfter mal Regen. Naja, von der Nordseite auch, aber von der Nordseite sind wir besser geschützt, deswegen war das auch ganz gut. Jetzt haben wir hier noch ein paar Pfosten rumliegen. Das Eisen, was da unter der Plane liegt, das werden wir jetzt demnächst brauchen, weil wir werden so ein größeres Schaumplattenhaus bauen, was aber eigentlich nur so als Lagerraum gedacht wird. Werden wir euch aber auch zeigen, und genauso meinen Anhänger da hinten, den muss ich ja auch noch so einen kleinen Aufbau verpassen, und da werde ich auch noch Eisen für brauchen. Da hinten liegt ja auch noch Eisen, also wir haben noch viel Aufräumarbeiten und viel Aufbauarbeiten zu tun, bis dann am Ende dann demnächst alles anders wird. Und ich würde sagen, bleibt einfach dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.